broken by a war of magic. Scattered across the desolation are channelers, beings capable of accessing the shards and the magic they contain. This ability has made them mighty sovereigns of the kingdoms and empires who seek to spread their dominion across the world. The world, however, will not be conquered easily. The cataclysm has awakened ancient powers who claim vast wildlands across the world. Before the channelers can conquer each other, they must first conquer the land itself. So, hallo Leute und willkommen zurück bei... Nein, Quatsch. Was rede ich denn da? Willkommen bei einer neuen Let's Demo. Ja, willkommen zurück bei Let's Demos. Eigentlich könnte ich das benutzen, ne? Nämlich diesmal Fallen Enchantress, Legendary Heroes. Es ist noch für einen Tag kostenlos spielbar. Traumhaft, ich wünschte, ich hätte vielleicht... ich wäre vielleicht früher drüber gestolpert, aber ich glaube allzu viel länger. Meine Güte, gibt es eine Menge einzustellen. Wir lassen das einfach mal so. Spontan. Allzu viel weiß ich hiervon ehrlich gesagt gar nicht. Scheint wohl ein Strategiespiel zu sein. Viel mehr kann ich aber ehrlich gesagt dazu gar nicht sagen. Fangen wir einfach mal an. Sind das Rasten? Ah, okay. Ja. Verschiedene Skills und so, ne? Verschiedene Rassen. Ja. Okay. Gehen wir das einfach mal hier unten durch. Kingdom of Altar. The people of Altar belong to no one race, no one creed. Miners and scholars alike stand in their councils. Peasants and soldiers stand shoulder to shoulder in their armies. All value accomplishment, not pedigree. They led the so-called nobles revolt against Queen Proserpine of New Paradin, in the name of the one overriding cause they have in common: freedom. Freedom for themselves and all of Elemental. Yeah, Empire of Rezalin. The people of Rezalin are called wraiths by some, monsters by others. They have neither men nor fallen, but creatures of dark sorcery and magic, transformed by the spell that gave Ceres her power. They are bound to her by that spell, a bond that cannot be broken by even the most powerful of enchanters. Empire of Cruxes. Those who call the people of Cruxes traitors are fools. The cracks are survivors. Cracks vielleicht? Ja, es ist alles in Englisch. Ich kann es auch nicht ändern. Men and women who were trapped in the east when the continent split. As the savage remnants of Kurgan's armies ravaged the land, the cracks stood tall and steadfast, remaining united to resist the fallen. Now that those same fallen tribes have begun to form empires, we must make an alliance with them, for they are neighbors, and the kingdoms of the west are a world away. Nein. Empire of Magnar. The people of Magnar are the greatest soldiers of the former empire. Sharp thousands of years ago by Kurgan's magics to serve as his personal bodyguard and to command his armies, their loyalty to him is inbred. Their loyalty to power, though, is learned. The emperor who can lead them to glory will have both their respect and their allegiance. Kingdom of Paradin. The people of New Paradin see themselves as the last hope of mankind in a world gradually consumed by darkness and disorder. They are inheritors of the Dead Salon, the great books carried west by Esmir the scribe, now contained in the library in New Paradin. They see Queen Proserpine as their heir to the throne of Amarian III,
who led the great empire of the West into battle against the Titan Kurgan. Other kingdoms are, at best, rebels and at worst, traitors. Kingdom of Capital. The people of Capital are the descendants of the great trading house of old. The Lemord, the Serrano, the Ravenous, merchants and traders of the old kingdom. They have a strong distaste for empires and kings who rule by fiat, for in the time that was the time before the cataclysm, they made their own wealth and created great prosperity for those who were loyal to them. So, Kingdom of Tarth. The people of Tarth are warriors, gladiators and slaves who rebelled against their masters, the merchant lords of Capital. A century of being treated as little more than playthings has left these former slaves with a burning desire to use their strength in pursuit of revenge, rather than more constructive purposes. Lady Iraine is teaching them the virtues of discipline order. Empire of Umber. The Uxan are the first and most numerous of all fallen tribes. There are many who believe that the great migrations of the Uxan tribes in the last millennium, their journey north, their shift in loyalties from Kurgan to Ilosa, the Lady Umber, was the single most important factor in the Emperor's downfall. Kingdom of Gildan. The people of Gildan are the Ironeers, descendants of the Iron tribes who were the first to master the art of shaping metal. In the days of the Magi clans, the Avernok forged the Swords of Mastery. Ich muss das echt mal leise machen, ey. Der Ton. Ich hoffe, man hört mich, ey. Legendary weapons still prized by men and fallen alike. In those isolated pockets of civilization reclaimed from the wilderness, a skilled few still toil in the ancient craft their forebears mastered. They seek a leader to help them redeem the land and their pride. Empire of Yuthril. The people of Yuthril are those who the armies of mankind called Trogs, a name said to have come from the first of their kind, Drog, who slew the last descendant of Erog in the great battle of Angar's plains. The Trogs, or Drog, are warriors. Violence and butchery is to them what milk and honey are to other races. Ja, ehrlich gesagt, das hier klingt eigentlich hier schon am interessantesten, muss ich sagen. Die werden dann überwiegend Äxte benutzen. Was hätten die anderen denn so für Waffen? Na? Okay. Ja, muss ich euch erklären, was das für Waffen sind? Ich meine, ihr kennt sie alle. Und ihr habt sie auch in den Beschreibungen gesehen. Sind übrigens hier oben, ne? Ansonsten wäre das noch interessant. Aber ich hatte einfach mal Bock, das hier scheinen so, wie soll man sagen, die Fiesen zu sein. Nehmen wir das mal. Abilities werden wir sehen. Ja. Okay. Map guys, World Difficulty, Easy, ja passt schon. Monster Frequency, Moderate Pacing. Ja, lassen wir das einfach so, wie es ist im Moment. Ist ja auch nur eine Demo, von daher. Ja. Wenn ich das jetzt länger zocken würde, würde ich vielleicht, ja, mehr darüber nachdenken, was ich da eigentlich gerade mache. Aber ich denke vorerst, jo. Number of Opponents 3, Typical Intelligence of Opponents easy, Kingdom vs. Empire Balance even, Opponent Surrender Threshold, Normal, Conquest, Diplomatic, Master Quest, Spell of Making. Okay. Play, Creating World. While a sovereign is able to found your first city, you will need to train pioneers to found future settlements. Sovereign, aha. Es gibt auch einen Film, der so heißt, der ist gar nicht mal so schlecht.
Sovereign, das andere Ich, heißt das, glaube ich, in Deutsch. Oder unser anderes Ich. Many things are said of you, that your own mother called you monster, and cast you out from your home. That you were raised by wargs in the Aesog, and rose to command the pack. Some of those things are true. None of them matter. To you, words are wind. Pretty speeches win no wars. Strength does. Strength of arms. Strength of magic. Strength of will. At the age of 15, you crossed Karazhan's fist in search of the Trog who murdered your brother. For 19 days, you marched across the desert sands until you found the killer and his companions. Most you killed with your knife or their own weapons. The murderer you ripped apart with your bare hands. The rest follow you now, as all others will soon. None can withstand your power. Those who will not yield will die. Those who survive will serve. Okay. Ich bin aber ehrlich gesagt nur 15 Jahre alt. Das ist ein bisschen... Ja. Was soll's. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr stylisch aus. Kann wohl ganz rausgehen. Wer sich hier nicht an Age of Empires erinnert fühlt, hat Age of Empires wohl noch nie gespielt. Okay. Da war gerade ein Leck. Tja. Aha. Ja, logisch. Kingdom Report. Okay. Es gibt offenbar verschiedene Siege. Also wenn ich das richtig so hier spontan sehe, verschiedene Arten und Weisen, wie man ja gewinnen kann. Will ich jetzt einfach mal so spontan sagen. Dann. Okay. Verstehe ich alles noch nicht so ganz. Found item. Most of what the crates contain has been ruined except for a single item. A type of mushroom that works wonders for the world-weary traveler. Eat it to heal. Ja, es scheinen wohl Gegner zu sein. Ja. Wir scheinen ihn eigentlich in allem überlegen zu sein. Okay. Unit Count 7. Der hat 5. Hier sehen wir die 5 anscheinend. Wie gesagt, vermute ich mal. Machen wir Battle. Ah, ist interessant. Okay. Jo. Machen Sie einfach mal auf die feige Art und Weise. Oder auch nicht.
Okay. Hier ist noch einer. Aha, ist ja interessant. Gut zu wissen. Ich habe wohl keine Bogenschützen dabei. Ich das richtig sehe. Dodge auch das noch. Bam. Bam. Ja, der Bogenschütze wird wohl gleich dran glauben müssen, aber ansonsten scheint doch sonst nicht zu sein, ne? Ich kann mich irgendwie hier nirgendwo hin bewegen. Okay. Der kann auch nichts machen. Kann ich jetzt irgendwie meinen Zug beenden oder so? Was steht hier? Erstmal wir einfach mal auf Autoplay drücken. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, warum der da nichts macht. Errungenschaft freigeschaltet. Gefallenes Heer. Errungenschaft freigeschaltet. Monsterjäger. Ja. Keine Ahnung, warum er gerade meinen Zug nicht beenden wollte. Vermutlich habe ich einfach irgendwas falsch gemacht. So. Wohlert Völker. Select your path. The path you select will determine what traits are available when you gain levels. Choose carefully, as this will be your unit's path for the rest of the game. Interessant. Assassin. Masters of fast attacks that debilitate, ignore defense, or kill outright. Defender. Resilient to attack and an unfaltering wall between the allies and enemies and allies. Commander. Commander's strength is in the armies and cities they serve. Mage. Others may use spells, but none with the proficiency of a true mage. Warrior. Masters of weapons and the brutal art of battle. Ja, ehrlich gesagt, ich nehme jetzt mal spontan Assassine. Faction killed. Kingdom of Capital, distant nation of weaklings and cowards, has fallen this day, my lord. So. Können wir die looten? Ja. Layer cleared. In the remains of the bandits' camp you find an item. +1 fame. The Art of the Fist. This first big book of Esmia's Decalon contains lessons on armed and unarmed combat, many taken from a no longer extant tome called The Creed of the Valorous, written by Eros Ailman. Okay. So. Kann ich hier eigentlich auch irgendwas machen, oder? Weil irgendwie er zeigt mir hier zwar an, dass hier irgendwas ist, aber... Schauen wir einfach mal, was Auto-Resolve macht. Okay. Victory. Done. Ja. Nein. Ach Mensch, wollte ich doch gar nicht. Ah, hier. Open the Equipment Screen. Klingt auch gut. The Art of the Fist. Ja.
kaufen. Das war Heilung und ja. Achso, hier. So, Attack haben wir jetzt. Achso, ja, wird sich halt um 1 erhöhen. Machen wir doch einfach mal. Dann. So. Ja, jetzt schnalle ich das erst. Ja, hier steht's doch, Explore. Ja. Oder auch nicht. Ach so. Okay. Verstehe. Glaube ich. You watch as your flag, the flag of the Utriel, flutters in the wind, high above the simple huts of Hahilgar. It is a beginning, this place, the new capital of the Empire of Utriel, but you turn away all congratulations. I will be satisfied only when the flag of the Utriel flies over all lands, east and west alike, when the sight of it and the sound of your name causes both men and fallen to tremble in fear. Ja, vielleicht hätte ich mir doch ein bisschen besser dann eben überlegen sollen, wo ich das jetzt hinstelle, aber ist egal. Tja. Also die Frage, ihr seid angeschlagen, oder? Ja. Kann ich mit dem irgendwas machen? Das Band, nein. Ich will mal spontan, dass ihr hier hingeht. Geht das oder so? Okay. Kann ich nicht bauen? Kann ich den nur zum Kampf verwenden oder was? Ja. Einfach mal, was können wir denn machen? Merchant 4 Seasons würden uns das kosten. Gilda per Season plus 2 Merchants are a great source of additional Gilda. Brauchen wir das doch einfach mal, Leute. 4 Seasons. 10 Crystal provides Zone of Control, Defending Guardian Statue. Was kostet es noch? Achso, das steht einfach dafür, dass... kann ich das parallel machen? Hä, sind die einzigen Kosten, die das hat, die Seasons oder was? So, erstmal lassen wir das. So. Find an item in the wagons remains. Got spilled out on the snow, like rotting tomatoes. He asked if my axe was sharp. Now he knows. Truck poetry. Ja, und das können wir ja dann wohl ausrüsten. 5 Crit-Chance. Crit gefällt mir immer. So. Doppelklick und dann hatte sich das. Ja. Mittlerweile habe ich ein Threat Level Medium. Machen wir nochmal Auto Resolve einfach. So. Ja. Wie schon erwartet. Ja, aber, ne? Ich konnte irgendwie mit denen kein Item verwenden, von daher. Choose a trade. Was hätten wir hier? Ich hätte also wohl abwarten können. Okay. Also wir fangen erstmal hier an. Ehrlich gesagt, ich will erstmal die Erfahrungspunkte, Leute. Das soll uns mal gerade erstmal nicht interessieren. Wir nehmen die Erfahrungspunkte. Danach kommt der Rest.
So. Searching the area, you find an item. +1 Fame. Reading from the tablet improves your spell resistance. Okay. Achso, ich hätte es also eben auch direkt benutzen können. Warum benutzt ihr das nicht automatisch? Also ganz schnell ich das noch nicht. Okay. Skip this turn. Suchen wir einfach mal. Beneath the feet of the once great warrior you find a valuable item. Simplest of shields. Nothing more than a chunk of wood fashioned into a rudimentary blocker. Every little bit of protection helps. Just be wary of splinters. So, 4 Minuten habe ich noch. Ja, nehmen wir das doch mal. Okay. Achso, da steht's 2 Defense, 2 Dodge. Verzichten wir jetzt einfach mal auf die 2 Defense und da rüsten wir es aus. Ach was. Statt der Axt? Nö. Nö, das könnte knicken. Kann ich das nicht irgendwie in die andere Hand oder so? Ach so. Ah. Er führt das mit 2 Armen. Ja, klar. Ist ja kein Ike oder so. So. You find an item in the wagon's remains. Belt of Precognition. Magna ordered his archers to fire, and the arrows rained down as thick as grass in a field. Through each volley, Queen Proserpine continued forward, blue light radiating from her hands and controlled power in her eyes. Though an army stood against her, no arrow struck her. Okay. Schauen wir uns das doch einfach mal an. +20 Dodge versus ranged attacks. Magna ordered his archers to fire. Ja, das wissen wir schon. Okay. Aha, alles klar. Oh, hier steht's auch. Two-handed. Ich bin Profi. Schauen wir mal, wenn wir ein Schwert oder so mal finden, können wir mal gucken. Aha, okay. Your settlement has grown a level. A Völker has grown to level 2. Select what type of settlement this will become. Conclave. Enables, achso. Enables conclave improvements and increases research. Enables fortress improvements and increases the level of units trained here by 1. Select this to dedicate your city to defense a military pursuit town. Enables town improvements and increases zone control by 1. Select this to dedicate your city to growth and financial pursuits. Tja, ehrlich gesagt, eine gerade sehr gute Frage. Wir nehmen mal Fortress, Leute. Zack. So. Aha, okay. Also ich muss das nicht in der Reihenfolge machen. Ah, habt ihr jetzt verstanden, alles klar. Ja. Ja, Pierre, wir wissen, was ein Pierre ist. Forge provides Trained Unit Defense +2. Tower of Dominion. Negates the Unrest Penalty und so weiter. Es wird Zeit für meine Abmoderation. Dann bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt, Let's Demo. Wie heißt das Spiel nochmal? Gottverdammt nochmal. Wie peinlich. Naja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Vielleicht